Ja, hallihallo, ich bin's schon wieder, der Somnidelius Lertius. Ich will heute mal die Schönheitsikone Jennifer Lopez aufdecken und einige Stars, die mit ihr verbunden sind. Ja, Schönheitsikone Jennifer Lopez. Wie viel Fake steckt denn hinter so einer Schönheitsikone? Genauso viel Fake wie hinter der Story, dass sie ihren Arsch und ihre Beine für 27 Millionen Dollar versichert hat. Genauso viel Fake wie hinter jedem Fake-Star mit dem dazugehörigen Fake-Skandalen und Primadonna-Eskapaden. Ja, kennen wir ja schon alles. Natürlich ist Jennifer Lopez genauso eine Fake-Identität wie jeder andere Star auch. Ich decke sie nämlich in diesem Video als Prinzessin Marie von Dänemark auf und wie immer beweise ich meine Aufdeckung durch die Bezüge zu anderen Stars, genauer gesagt durch die Bezüge, die Jennifer Lopez zu anderen Stars hat. Mal gucken, ob das auch alles dänische Adlige sein werden. Die Stars, die ich im heutigen Video zusätzlich aufdecken werde, um weitere Beweise für die Hauptaufdeckung Jennifer Lopez gleich Prinzessin Marie von Dänemark zu bekommen, sind folgende: Sandra Bullock, Mark Anthony, Tyler Christopher, Eva Longoria, Ben Affleck und Matt Damon. Die Verbindungen zwischen all diesen zuletzt aufgelisteten 5 Fake-Stars zu Jennifer Lopez werde ich im Verlaufe des Videos noch herstellen. Und ich werde auch zeigen, dass diese 5 ebenfalls von dänischen Adeligen gespielt werden. Die beiden Damen unter den 5 sogar ebenfalls von Prinzessin Marie. Ja, daraus werde ich später ein kleines Netz an Starpärchen und Crossmatches aufbauen. Eine systematische Zusammenstellung zusätzlicher Beweise dafür, dass Jennifer Lopez wirklich von Prinzessin Marie von Dänemark gespielt wird. Aber ich fange jetzt erstmal mit dieser Hauptaufdeckung an, bevor ich dann Stück für Stück das Netz aus den Verbindungen zu den 5 weiteren Fake-Stars knüpfen werde. Das erste Match zwischen Jennifer Lopez und Prinzessin Marie von Dänemark seht ihr die ganze Zeit lang schon eingeblendet. Vor allem die Augen verraten hier mal wieder alles. Die Mundform passt perfekt, auch die Mundfalten. Ja, also mehr will ich zu dem Match jetzt nicht sagen, es ist offensichtlich. Deswegen komme ich jetzt zu einigen weiteren Matches, bei denen man auch dieselbe Mimik der beiden sehr deutlich sieht. Diese zusammengepresste Zuckerschnute ist einer der absolut typischsten Gesichtsausdrücke von Prinzessin Marie. Ich blende euch dazu jetzt unten in der Mitte nochmal ein paar weitere Bilder von ihr ein, wie sie da immer auf dieselbe Weise die Lippen zur Schnute presst. Ja, das, was jetzt unten in der Mitte zu sehen ist, ist schon das dritte zusätzliche Bild, auf dem Marie dieselbe Schnute zieht wie im Hauptvergleich. Das soll also als Veranschaulichung erstmal reichen. Deswegen gehen wir jetzt mal komplett zurück zu diesem Hauptvergleich. Besonders interessant ist hier, obwohl die Hautfarbe für die Jennifer Lopez Kunstfigur offensichtlich stark geändert wurde, sieht man glasklar, dass die Haut von Marie und Jennifer Lopez jeweils auf gleiche Weise über dieselben Wangen und dasselbe Kinn gespannt ist. Wird auch auffällig daran, wie hier dieselben Gesichtswölbungen auf der Haut entstehen und auch dieselben Glanzpunkte. Das ist einfach insgesamt dieselbe Aura. Und hier jetzt ein ganz besonderes Prachtexemplar. Wow, Leute, schaut euch das an. Was für ein Supershot habe ich da hinbekommen. Also ich glaube, ich habe hier echt insgesamt 40 Minuten die Bilder zusammengesucht. Also ich habe hier echt mit aller Geduld nach den Impressionen gesucht, die sich perfekt zusammenstellen lassen. Und ich finde, es hat sich total gelohnt. Also, als ich das so gegenübergestellt habe,
da hatte ich ein richtig dickes, fettes Grinsen im Gesicht. So, wieder eine andere Form von derselben Mimik. Und ja, auch die Gesichtsform von den beiden wird hier sehr stark als identisch herausgestellt aus dieser Perspektive. Auch hier exakt dieselbe Mimik, wenn auch geschickt getarnt. Und nochmal derselbe Gesichtsausdruck. Jetzt kommen wir zum Ohrenvergleich zwischen den beiden. Ja, also das ist wirklich ein forensischer Beweis hier, ne? Die inneren Ohrmuscheln sind ja individuell wie ein genetischer Fingerabdruck und die stimmen hier total überein. Auch das Seitenprofil. Dasselbe kurze Kinn, dasselbe Stupsnäschen, derselbe Stirnverlauf. Passt. Ist einfach ein Match. Das Hauptmatch hätten wir damit abgeschlossen. Deswegen starte ich jetzt mal mit dem angekündigten Knüpfen des Netzes, das zu den vertiefenderen Beweisen für dieses Hauptmatch führen wird. Zu den 5 Stars, zwischen denen ich da meine Fäden spinnen möchte, gehört auch Sandra Bullock, habe ich ja am Anfang gesagt. Bei Sandra Bullock ist die Verbindung zu Jennifer Lopez erstmal wie folgt. Jennifer Lopez lässt sich eindeutig mit Sandra Bullock matchen, die ich bereits vor ein paar Monaten ebenfalls als Prinzessin Marie von Dänemark aufgedeckt habe. Auch wenn ich dieses Match Sandra Bullock gleich Prinzessin Marie von Dänemark noch nicht als Video hier auf YouTube veröffentlicht habe. Auf Facebook habe ich das hingegen sehr ausführlich bewiesen. Also das ist ein sehr langer, umfangreicher Beweis, in den ich so viel Arbeit reingesteckt habe, dass ich diesen Beweis für das Match Sandra Bullock gleich Prinzessin Marie auf jeden Fall irgendwann ebenfalls als Video hier hochladen werde. Bin ich aber noch nicht so gekommen, das zu erstellen. Hier in diesem Video mache ich das dahingegen relativ kurz, weil das ja jetzt nicht der Hauptinhalt werden soll. Ich zeige euch also nur 2 Matches zwischen Jennifer Lopez und Sandra Bullock. Einmal das hier und einmal das hier. Nun zeige ich euch noch ebenfalls relativ kurz, dass Sandra Bullock von Prinzessin Marie von Dänemark gespielt wird. Zack. 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 Und zum Schluss noch ein sehr guter Ohrenvergleich. Aber ich muss hier doch noch mal etwas länger ausholen und auch sagen, dass die Verbindung zwischen Jennifer Lopez und Sandra Bullock nicht nur darin besteht, dass die beiden sich matchen lassen. Ja, also es gibt nämlich auch zum Beispiel sehr viele Schlagzeilen über die beiden. Wenn man die Namen Sandra Bullock und Jennifer Lopez gemeinsam in die Google-Suche eingibt, dann stößt man auf enorm viele Ergebnisse, die suggerieren, dass die beiden gemeinsam auf irgendwelchen Golden Globes oder Awards waren. Man bekommt dann viele Online-News-Fotos angezeigt, auf denen Jennifer Lopez und Sandra Bullock gemeinsam abgebildet sind. Aber keines dieser Fotos zeigt, wie sich Jennifer Lopez und Sandra Bullock im selben Raum befinden oder wie sie wirklich im Real Life direkt nebeneinander stehen. Stattdessen befinden sich in den Headlines über diesen Online-News jeweils humoristische Anspielungen. Ja, das muss man so sagen. Humoristische Anspielungen darauf, dass diese beiden, Sandra Bullock und Jennifer Lopez, miteinander absolut identisch sind. Ja, die Adligen kontrollieren wirklich alles. Und sie haben dabei auch ab und zu den Humor, uns besonders lustig zu verarschen. Und das sind jetzt alles Beispiele, die eigentlich in meine Playlist Adlige verraten ihre Fake-Identitäten gehören. Schaut euch das an. Sandra Bullock and Jennifer Lopez locked horns for the same role twice.
heißt auf Deutsch übersetzt, Sandra Bullock und Jennifer Lopez haben sich zweimal für die gleiche Rolle beworben. Also in Hollywood. Ja, das ist echt ein Brüller. Denn hinter den beiden Rollen von Jennifer Lopez und Sandra Bullock steckt ja jeweils ein und dieselbe Prinzessin Marie von Dänemark. Und genau darauf wird mit so einer Überschrift, die auch noch direkt das Rollenspiel anspricht, so durch die Blume, ja, wird das einem schon unter die Nase gerieben. Es gibt nämlich noch eine weitere lustige Schlagzeile, die andeutet, dass Jennifer Lopez und Sandra Bullock identisch sind. Oder man würde es vielleicht eher sagen, die Anspielung wird hier von den Adeligen direkt rausposaunt, um sich über die Dummheit des Pöbels lustig zu machen. Es gab auf jeden Fall mehrere Online-News-Meldungen mit der Schlagzeile "That bitch stole my style", in denen sich Sandra Bullock darüber aufregte, dass Jennifer Lopez auf einer bestimmten Veranstaltung ein ähnliches Kleid trug wie Sandra Bullock auf irgendeiner anderen Veranstaltung oder meinetwegen auch auf derselben Veranstaltung oder was auch immer. Ich wollte es mir gar nicht genauer geben, weil ich ganz genau weiß, das werden wir auch noch sehen. Wenn gesagt wird, dass die beiden auf einer selben Veranstaltung waren, dann sieht man sie niemals gemeinsam auf dieser Veranstaltung, sondern immer nur getrennt. Ja, also, That bitch stole my style. Wirklich ein guter Brüller. Echt lustig. Dieselbe Adelige, derselbe Stil. Tolle Anspielung. Also, da werde ich doch noch mal irgendwann mal ein extra Video für meine Playlist Adelige verraten ihre Fake-Identitäten draus machen. Weil zu Jennifer Lopez und Sandra Bullock findet man über Google auch sehr viele Artikel, gemäß derer diese zwei Glamour-Sternchen beide auf derselben Veranstaltung waren, wie ich schon gesagt habe. Ne? Beide waren zum Beispiel auf den Oscar Awards 2010. Da hat sich die Prinzessin Marie als Sandra Bullock einen Oscar für die beste Hauptdarstellerin eingeheimst, während Jennifer Lopez da teilweise als Ansagerin für die Verleihungen anwesend war. Aber ich habe es extra gecheckt, von dieser Oscar-Verleihung gibt es kein Videomaterial oder Bildmaterial, auf dem Sandra Bullock und Jennifer Lopez gleichzeitig zu sehen sind. Und bei den Golden Globes 2011 waren auch sowohl Jennifer Lopez und Sandra Bullock anwesend, aber ich habe wie gesagt kein einziges Foto gefunden, das Jennifer Lopez und Sandra Bullock gemeinsam an dem Veranstaltungsort von so einem Award zeigt. Und ich habe auch kein einziges Video gefunden, auf dem Jennifer Lopez und Sandra Bullock mal gemeinsam auf dem Bildschirm zu sehen sind. Soll also heißen, es gab sicherlich einige Veranstaltungen, auf denen Jennifer Lopez und Sandra Bullock jeweils getrennt voneinander auftraten, aber da hat die Prinzessin Marie dann halt einfach sozusagen zwei Rollen an einem Abend gespielt. So, ich entscheide mich jetzt hier an dieser Stelle dazu, einen Cut zu machen, denn ich merke, wenn ich hier jetzt noch all die ganzen Familienrelationsbeweise hinzufüge, mit denen ich das Match Jennifer Lopez gleich Prinzessin Marie weiter festigen will, dann wird dieses ganze Video einfach viel zu lang. Also es fehlen natürlich noch die Vergleiche der Liebespartner von Jennifer Lopez mit Prinz Joachim, dem Ehemann von Prinzessin Marie. Das werde ich dann jetzt aber mal auf ein zweites Video, auf einen zweiten Teil verschieben. An die Produktion dieses zweiten Teiles werde ich mich jetzt direkt dran setzen. Die Bildvergleiche für den zweiten Teil sind auch schon alle komplett fertig und zu 100% überprüft. Ich bin aber froh, dass ich euch auch diese Anspielungen der Adeligen in den Online-News nochmal genauer zeigen konnte, denn dass die aus einer Art Elitenscherz heraus ihre Fake-Identitäten verraten, das muss auch ab und zu mal gezeigt werden. Keine dieser Online-News beweist, dass Jennifer Lopez und Sandra Bullock zwei verschiedene Personen sind, auch wenn die Schlagzeilen immer voraussetzen, dass die sich beide wegen ihrer Prima-Donna-Eskapaden in die Haare gekriegt haben oder dass die auf ein und derselben Veranstaltung waren. Denn solche Schlagzeilen wie Sandra Bullock and Jennifer Lopez locked horns for the same role twice und auch vor allem That bitch stole my style
solche Schlagzeilen sind nichts weiter als Anspielungen, mit denen die Adeligen durch ihren eigenen Sinn für Humor zugeben, ja, Jennifer Lopez und Sandra Bullock sind in der Tat miteinander identisch. Ich beende dann jetzt an dieser Stelle diesen ersten Teil und hoffe, dass wir uns beim zweiten Teil wiedersehen werden. Bei diesem zweiten Teil wird es dann darum gehen, zwei ehemalige Liebespartner von Jennifer Lopez mit Maries Gatten Prinz Joachim zu matchen. Dabei werden von den zusätzlichen Fake-Stars, aus denen ich mein Beweisnetz knüpfen will, noch folgende aufgedeckt werden: Mark Anthony, Tyler Christopher, Eva Longoria, Ben Affleck und Matt Damon. Ciao, euer Somnidelius Solertius.